Erinnern Sie sich noch an die Edeka-Werbung vor einigen Jahren? Einsamer älterer Mann täuscht seinen Tod vor, damit die Familie an Weihnachten zusammenkommt. Ein Spot, der emotional für Furore gesorgt hat. Und sicher den einen oder anderen dazu gebracht hat, einen Besuch bei der Verwandtschaft einzuplanen. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Seitdem erwarten wir Konsumenten mit Spannung, was uns die Marketingleute an festlichen Häppchen oder schwerer Kost zu Weihnachten servieren. Welche Weihnachtsspots haben Discounter und Supermärkte dieses Jahr im Repertoire? Heilige Nachtschicht heißt es 2021 bei Aldi. Der Spot macht auf das harte Berufsleben der Menschen aufmerksam, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Der alleinerziehende Vater ist Straßenbahnfahrer. Er muss an Weihnachten arbeiten. Sein Sohn ist sauer, verzeiht ihm aber. Die Message: Gemeinsam sind wir stark, trotz aller Widrigkeiten. Das kommt gut an. Ja, ich finde ihn gut. Also man sollte vielleicht auch an die Leute denken, die eben an Weihnachten arbeiten müssen und eben so in relevanten Berufen arbeiten. Ja, weil viele einfach so Weihnachten nicht zusammen verbringen können. Und ja, das finde ich schon berührend. Also die Melodie ist ein bisschen traurig. Also die grundsätzliche Nachricht, Weihnachten, Fest der Familie, der Freunde, der Besinnlichkeit, wie es halt mit der Musik hinterlegt ist, auf jeden Fall super emotional. Aber schön gemacht, ja. Und die Nachricht, die dahinter ist, ist auch, glaube ich, die richtige. Penny zieht die Verbindung zwischen Weihnachten und Pandemie. Eine Mutter und ihr Sohn sitzen mitten in der Nacht zusammen am Esstisch. Die Mutter wünscht sich, dass ihr Kind Partys feiert, den ersten Liebeskummer erlebt. Dass ihr Sohn ein ganz normaler Jugendlicher sein kann, wie früher. Wir sind auch 20 und verpassen viel und es sind wahrscheinlich die Wünsche, die unsere Eltern für uns vielleicht auch haben. Ich habe selbst dieses Jahr mein Studium abgeschlossen und es war einfach nicht möglich zu reisen und alles. Und das ist schon irgendwie, wo man sich selbst einfach damit identifiziert, ja. Ich wünsche mir einfach, dass du deine Jugend zurückbekommst. So wie es jetzt da gespielt zwar ist, ne, ich würde sagen, so geht es jeder Familie. Dass da irgendwo ein Bruch drin ist. Auf jeden Fall. Corona hat natürlich viele Spuren hinterlassen. Und man wünscht sich natürlich das alte Leben zurück. Und ja, dass es wieder vor Corona wird. Es hat mich sehr verwundert. Das hat jetzt für mich keine Verbindung zu Penny, um ehrlich zu sein. Das war jetzt einfach ein allgemeines Problem. Beide Weihnachtsclips zielen auf große gesellschaftliche Probleme ab. Rewe kommt weniger emotional daher und setzt auf weihnachtliche Stimmung. Ich muss sagen, der ist mir spontan so ein bisschen lieber. Er erzeugt einfach so ein bisschen ein gutes Gefühl und da würde ich jetzt vielleicht eher sagen, daraufhin würde ich einkaufen gehen. Der ist gut. Warum? Schön amüsant, filmerisch, so, ne? Finde ich, ja. Marketing-Experten sind sich übrigens einig. Allein ums Gemeinwohl geht es Aldi, Penny und Co. bei ihren Kampagnen nicht. Die Werbung soll zum Kauf bewegen. Die machen das 100% nur eigennützig. Also das ist, ich denke, das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen und ich denke, da waren ein paar schlaue Köpfe, die sich Gedanken gemacht haben und die werden schon ganz genau überlegt haben, warum die so ein Video machen. Ja. Ja, ich denke mal, bei uns ein wohliges Gefühl auslösen. Ne? Das verbindet man dann damit, das prägt sich ein und dann sagt man, ach ja, da gehe ich hin, unterbewusst. Das ist dann doch ein bisschen mehr Geschäftemacherei, aber sie treffen zwar den Punkt, aber dass da jetzt jeder hingeht zu den Discountern, da jetzt auch einkauft, das glaube ich jetzt nicht. Sie auch nicht? Nein. Ob's klappt oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Doch scheint es so, je emotionaler und rührseliger, desto besser verkaufen sich Schokolade, Socken und Co. Tja, und schon ist man auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Schönen guten Abend, Professor Thorsten Bornemann, Marketing-Experte an der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Grüße Sie. Hallo, guten Abend. Wir müssen doch sowieso alle einkaufen an Weihnachten. Warum geben die da so viel Geld für aus? Ja, ist eine gute Frage. Auch emotionale Werbung gibt es natürlich das ganze Jahr über. Der Punkt ist einfach, dass während der Weihnachtszeit die Resonanz auf so eine Art von emotionaler Werbung besonders stark ist. Das liegt daran, dass das Weihnachtsfest auch in der Breite der Gesellschaft immer noch diesen starken emotionalen Symbolcharakter hat und Werte repräsentiert wie
wie Gemeinschaft, wie Freundschaft, wie Familie. Und es ist etwas, was regelmäßig wiederkommt. Das heißt, auch die weihnachtsbezogene Werbung profitiert dann von Aspekten wie Kontinuität, wie Nostalgie. Und diese erhöhte Aufmerksamkeit diesen Themen gegenüber hat eben auch dazu geführt, dass es jetzt dieses sehr spezifische Genre der weihnachtsbezogenen Werbespots auch gibt. Also wir sind sowieso alle ein bisschen emotionalisiert gerade und dann funktioniert das vielleicht besonders gut. Wenn wir uns jetzt noch mal diesen Spot von Penny, wo wir ja gerade auch Ausschnitte gesehen haben, in Erinnerung rufen, da geht es ja überhaupt gar nicht um Lebensmittel, sondern da geht es zum Beispiel jetzt um die verpasste Jugend während der Corona-Zeit. Also wie funktioniert sowas? Genau, also bei dieser Werbung ist häufig das Thema nicht, dass es darum geht, einen direkten Kaufanreiz zu setzen, sondern es geht eher darum, langfristige Markenassoziationen zu etablieren. Der psychologische Mechanismus, der dahinter steckt, ist die emotionale Konditionierung. Das heißt, ich habe zunächst mal eine Marke, eine Discountermarke, die eher etwas relativ Neutrales ist. Und da wird versucht, diese neutralen Marken über die Zeit mit bestimmten Emotionen immer wieder zu paaren, mit dem Ziel, dass am Ende die Marke selber auch bis zum gewissen Grad diese Emotionen oder diese Assoziation hervorruft, dadurch, dass bestimmte Gedächtnisstrukturen dadurch entstehen, durch diese Paarung. Das ist natürlich etwas, das passiert nicht mit einer Kampagne, das passiert über längere Zeiträume. Und das zweite Ziel, das damit verfolgt wird, und das ist eher kurzfristigerer Natur, ist natürlich die direkte Aufmerksamkeit, was man ja auch daran sieht, dass diese Spots häufig dann sehr schnell viral gehen. Wobei man ja am Anfang überhaupt nicht erfährt, dass es um Penny geht. Also wie kann ich dann was verknüpfen, wenn ich das erst ganz am Schluss erfahre? Ja, das ist so eine Art goldene Regel bei dieser Art von Werbung, dass ich eben nicht direkt damit beginne, meine Marke sehr prominent zu präsentieren oder auch ein Produkt in den Vordergrund zu stellen. Denn das wird es viel schwieriger machen, diese Assoziation hervorzurufen. Wenn ich jetzt sage, Penny präsentiert dieses und jenes, dann kommen zuerst Assoziationen wie Discounter in den Sinn, wie billig, unter Umständen auch sowas wie Kommerzialisierung von Weihnachten. Und dann wird es natürlich sehr viel schwieriger, diese positiven Assoziationen zu kreieren. Das ist der zentrale Punkt. Und das Zweite ist natürlich, es wird eine Art Spannungsbogen dadurch auch erzeugt. Gerade bei einem guten Spot interessiert uns am Ende auch, von wem kommt denn der eigentlich? Und dadurch schaffe ich es dann am Ende schon ganz gut, diese Assoziation mit der Marke zu verbinden. Was meinen Sie jetzt gerade bei Penny und Corona? Geht es auf für Penny? Ja, Penny hat natürlich jetzt hier wirklich mit dieser Kampagne einen Nerv getroffen, was vielleicht in der Planung der Kampagne noch gar nicht so absehbar war. Es ist ja wirklich ein absoluter Schmerzpunkt, der in diesem Spot geschildert wird. Generell brauche ich für emotionale Werbung Relevanz. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mich selbst in die Situation hineinzuversetzen. Die klassische Weihnachtswerbung macht das eben mit einem Weihnachtsmotiv, mit Nostalgie. Jeder von uns kennt das Weihnachtsfest, kann sich da reinversetzen. Penny hat jetzt die Pandemie als ein aktuelles Thema gewählt, in das wir uns auch alle hineinversetzen können. Deswegen, es erzeugt auf jeden Fall eine sehr hohe Aufmerksamkeit, weil es uns alle direkt betrifft. Aber es kommt jetzt natürlich auch in eine Situation hinein, die extrem polarisiert und extrem aufgeladen ist. Da sieht man, wenn man sich in den sozialen Netzwerken die Diskussionen mal anschaut, die um diesen Spot entstehen, dann hat man da häufig solche Schuldzuweisungen. Die Frage, wir sehen jetzt eine Situation, die ist sehr traurig. Wer ist schuld? Wer hat welche Fehler im Rahmen der Pandemie gemacht? Und durch diese Polarisierung, glaube ich, wird es schwierig sein, langfristige positive Emotionen zu erzeugen. Aber Aufmerksamkeit, das hat man auf jeden Fall geschafft und es ist viral gegangen. Und man kann sicherlich sagen, es ist eine sehr erfolgreiche Kampagne.